Lieben, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute machen wir leckere Mante. Ich habe sie schon mal gemacht. Das ist eine Neuauflage. Alles, was wir dazu brauchen, sind folgende Zutaten. Wir brauchen für den Teig Mehl. Ich habe hier ca. 750 Gramm Mehl, ein Ei, ein Teelöffel Salz, 400 Milliliter Wasser, lauwarmes Wasser. Für die Füllung brauchen wir Hackfleisch. Ich habe heute Rinderhack genommen. Dann brauchen wir 500 Gramm Rinderhack. Dann brauchen wir Zwiebel. Ich habe hier 800 Gramm Zwiebel. Ich habe sie jetzt heute schon fein geschnitten. Man kann sie auch reiben oder in den Mixer machen. Dann brauchen wir ca. 100 Milliliter abgekochtes, aber schon kaltes Wasser. Salz 1,5 Esslöffel und schwarzer Pfeffer und Chiliflocke, jeweils ein Teelöffel. Als erstes mache ich erstmal den Teig für die Manti. Ich tue erstmal das Wasser rein und nach mische ich das Mehl rein und stelle einen Teig her. Das Salz tue ich auch direkt rein. Jetzt mische ich das Mehl bei und mache erstmal einen Teig davon. So, ich habe jetzt das ganze Mehl hier verbraucht, das reicht mir eigentlich. Der Teig wird jetzt ganz gut. Jetzt tue ich noch ein bisschen Mehl einfach dazu und das ein bisschen zusammenkneten. Mehr braucht man auch nicht. So, das war's. Jetzt werde ich das richtig kneten und lasse ihn etwas ruhen. So, ich habe jetzt den Teig fertig geknetet. So sollte er aussehen. Nicht so weich und nicht so hart. Ich werde ihn jetzt in diese Schüssel reinlegen und lasse ein bisschen ruhen und mache ich erstmal die Füllung fertig. So, meine Lieben, jetzt mache ich die Füllung. Wie gesagt, ich habe jetzt schon die Zwiebel fertig in meinen Mixer einfach gemacht, aber ich wollte euch nur zeigen, wenn ich zum Beispiel das mit der Hand mache, tue ich einfach so schneiden und versuche das so ein bisschen feiner zu machen. Ungefähr so. So, ich werde jetzt das alles zusammenmischen. Und fertig. Man kann natürlich auch anderes Fleisch, Hackfleisch nehmen, Schweinefleisch. Man kann auch einfach Fleisch nehmen und es ganz fein hacken. Ist auch in Ordnung. Aber das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Deswegen muss man schauen. Jetzt werde ich das alles schön mischen. Aber was jetzt Manti von welcher Nation ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wer das vielleicht weiß, kann mir das vielleicht schreiben. So, die Füllung ist jetzt fertig. Ich stelle sie jetzt weg und da fange ich jetzt mit dem Teig an auszurollen. Also der Teig hat sich ausgeruht. Jetzt werde ich ihn etwas teilen, so ungefähr auf 4 Teile. Die Kugelchen werde ich so ein bisschen nochmal nachkneten. So, ich lasse sie jetzt liegen und fangen wir an auszurollen. Ich nehme etwas Mehl dazu. Ich habe jetzt meine Kugel ausgerollt. Ich habe jetzt hier Durchmesser ungefähr 35, ist etwas mehr. Also so ungefähr muss er sein. Nicht so dünn und nicht so dick. Schaut selber, ich glaube, das kriegen sie schon hin. So, jetzt werde ich mir so Viereck schneiden daraus. So ungefähr. Das bisschen lege ich weg. Die werden auch bei mir nicht direkt alle gleichmäßig. Ist jetzt nicht so tragisch. Ich tue sie jetzt umdrehen, damit sie sich besser auch dann zukleben. Jetzt nehme ich so einen Löffel mit der Füllung. Ich zeige jetzt, wie ich sie so zuklebe. Ungefähr so. Von den Seiten einfach nehmen, zukleben oder wie auch immer. Und dann die Ecken auch noch. So sehen sie bei mir aus.
Also ich habe sie jetzt alle zusammengeklebt, sie sind jetzt fertig. Ich habe von der Menge ungefähr 50 Stück rausbekommen. Das ganze Hackfleisch ist mir auch, habe ich aufgebraucht und der Teig ist mir auch komplett weggegangen. Also ist heute richtig gut gelungen. So, jetzt werde ich die Mante kochen. So meine Lieben, um die Mante zu kochen, braucht man so einen Dampfkochtopf oder man nennt sie auch Mantivarka. Also so ein Topf kann man jetzt praktisch in jedem russischen Laden kochen. Bei mir ist der Topf jetzt Durchmesser 28 cm. Es gibt auch kleinere, viel kleinere, wer zum Beispiel nicht so große Familie hat. Die haben jetzt 28 cm. So, ich tue mal jetzt runterstellen. Das Wasser ist bei mir jetzt schon fast am Kochen. Salz, ich werde kein Salz dazu geben, weil die Mante sind schon gesalzen und der Teig auch. Also ich nehme mir so ein Teil, das Wasser ist jetzt schon fast am Kochen, stelle das drauf. Also man kann entweder das mit Öl ein bisschen bepinseln, damit sie nicht draufkleben. Ich mache das aber so, ich nehme mir einfach ein bisschen Öl und tunke sie. Für mich ist das so besser. Man kann es aber einfach so ein bisschen bepinseln mit Öl, sonst kleben sie, wenn sie fertig sind. Also jetzt werde ich den Deckel zumachen und bei höchster Stufe ungefähr 40 Minuten muss das jetzt kochen. So, meine Mante sind jetzt soweit fertig. Das sind jetzt 40 Minuten vergangen. Ich habe jetzt alles ausgeschaltet. So, ich kontrolliere manchmal so. So, wenn sie sich hochheben, dann sind sie auch fertig. Ich hole sie jetzt alle raus und serviere sie. So, meine Lieben, meine Mante sind jetzt fertig. Ich esse sie einfach so. Man kann sie einfach so essen, pur oder mit Schmand oder mit was Scharfen. Es ist jetzt, glaube ich, egal. Jeder muss selber wissen. Ich will jetzt eins nehmen und zeigen, wie es von innen aussieht. So, ist schön durch. Das Fleisch ist auch richtig durch. So sehen sie von innen aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.